Mein Name ist Johannes Holt, ich bin Agronom bei Klimm und da quasi für die pflanzenbauliche Expertise zuständig. Hier bei dem Versuch machen mit einmal Carsten Lülle. Ich bewirtschafte hier in Dannenbüttel im Landkreis Gifhorn einen Gemischbetrieb mit 180 Hektar Acker. Und dann der Markus Niemann. Ich komme aus Ummern, bewirtschafte hier mit meiner Familie und einen Festangestellten einen 350 Hektar Ackerbaubetrieb. Der übergeordnete Projektrahmen von diesem Versuch besteht quasi aus Klimm und aus Lorenz, wo Landwirte entsprechend regenerative Maßnahmen wie zum Beispiel Untersaaten in Kartoffeln einsetzen. Ich habe mich die letzten Jahre da intensiver mit beschäftigt, wie kriegen wir mehr Struktur in den Boden rein. Struktur ist dann über Zwischenfrüchte, über reduzierte Bodenbearbeitung, über jetzt auch, was wir heute probieren wollen, eine Beisaat in die Kartoffel mit einzubringen. Fruchtfolgegestaltung. Wir versuchen, den Anteil der organischen Substanz des Humus im Boden tendenziell zu steigern, weil ich dann auch etwas mehr Wasser im Boden gehalten bekomme. Aber das ist ein längerfristiger Prozess, das geht jetzt nicht von nun auf jetzt. Moin, mein Name ist Steffen Port. Ich bin für die DSV, also die Deutsche Saatveredelung, im nordöstlichen Niedersachsen als Vertriebsberater angestellt. Die Variante, wie wir sie heute machen werden, wäre die Drohne, die sich eigentlich für sowas gerade anbietet, da wir relativ kleine Saatgutmengen haben und mit der Drohne eine entsprechende Flächenleistung bei den kleinen Aufwandmengen auch hinkriegen. Vor 2 Jahren haben wir das schon mal probiert, auch mit der DSV, auch mit der gleichen Mischung, aber eine andere Zusammensetzung. Die Untersaaten sind genauso wie heute vor 2 Jahren mit der Drohne gesät worden. Wir hatten, denke ich, für die Untersaat super Wachstumsbedingungen. Das sah aus wie eine Wiese hier. Das sah urig aus, war interessant, das überhaupt zu sehen. Die Probleme fingen dann eigentlich erst in der Ernte an, weil wir das einfach durch den Zweireiher nicht durchkriegen konnten. Wir hatten unheimlich starken Teppich in der Maschine, so dass sich Knollen und der Bewuchs des Grases ganz schwer trennen ließen und somit auch einige Verluste dadurch in Kauf nehmen mussten. Und deswegen bin ich jetzt gespannt. Die Mischung soll ein bisschen angepasst worden sein. Der Mini-Rasen ist da mit drin, dass wir nicht so viel Masse drin haben. Ich bin gespannt, was davon wird. Zum Beispiel auch das Gras macht ja relativ große Wurzelbüschel, wenn es lange genug wachsen kann. Das heißt, wenn ich vorhabe, eine ganz späte Stärkekartoffel zu ernten, muss ich natürlich mit den Aussaatterminen ein bisschen weiter nach hinten gehen, damit ich nicht ganz so viel Wurzelmaterial nachher dann auch oben auf dem Roder mitfinde. Ansonsten ist eigentlich bei einem Einschlagroder überhaupt kein Problem, dass wir das Kraut auch irgendwie rauskriegen, beziehungsweise die Untersaat. Komplizierter wird es dann eher bei Zweischwattrodern, die dann auch das Mittelschwatt mit aufnehmen nachher. Und jetzt ist das halt durch Klimm nochmal wieder gekommen, dass wir gesagt haben, komm, wir probieren es nochmal mit einer Teilfläche, weil sie selber auch gucken wollen, wie geht die Knolle damit um, gibt es Qualitätsparameter, die sich dadurch verändern oder. Wie gesagt, das ist jetzt so eine Sache, das wollen wir ausprobieren. Also wir haben jetzt die Chance zu einem relativ späten Zeitpunkt, wo die Kartoffel schon doch gut entwickelt ist, noch zusätzlich vor allen Dingen zwischen die Kartoffeldämme eine Saat einzubringen, die dann hoffentlich aufkeimt und nachher, wenn die Kartoffel im Wuchs nachlässt, abstirbt, dann den Damm ein wenig beschattet und festhält. Der zweite Punkt ist, dass wir einmal Nährstoffe, die die Kartoffel über die Wachstumszeit nicht aufgenommen hat, nach dem Absterben des Krautes, wo die Kartoffel dann ja wirklich keine Nährstoffe mehr braucht, in den Untersaaten halten können, sodass wir dann zum Beispiel auch Nitratauswaschung unter anderem verhindern können, beziehungsweise die Nährstoffe, die über sind, für die Folgekultur dann auch nutzen können. Und auch nach der Kartoffel sehen wir zu, dass wir möglichst viel wieder begrünen, dass wir immer einen grünen Acker haben, um Erosion zu vermeiden und Nährstoffe zu halten, die wir in dem Jahr nicht gebraucht haben. Ja, jetzt gucken wir natürlich, wie sich das Wetter weiterentwickelt. Das dauert ja nur noch eine Zeit lang, bis wir hier ernten. Das wird also im September sein, dass wir hier ernten. Also haben wir noch 3 Monate, also zumindest noch 2 Monate Wachstum bei den Kartoffeln auf jeden Fall. Bringt das im Sommer was in Sachen Austrocknung und dann im Herbst kommen wir mit der Ernte zurecht. Also lässt sich das so ernten, wie wir es gewohnt sind, oder haben wir da größere Herausforderungen? Das ist erstmal für uns, was für uns entscheidend ist. Das andere kommt dann danach. Ja, wir müssen alle zusehen, dass wir weiterkommen. Und wenn ich ein paar vorausspreche und sagen, komm her, wir probieren das mal auf einer gewissen Fläche, dann treten wir nur auf der Stelle. Also es muss Leute geben, die auch mal Pioniergeist entwickeln und sagen, wir wollen mal sehen, kann uns das weiterbringen oder ist das nichts für uns?